Im heutigen City Update geht es hier nicht nur um die weitere Planung, denn wir wollen ja hier die Landstraße verlängern, die soll hier hinten in den Berg irgendwann mal reingehen, aber heute werden wir uns erstmal an die Transrapid-Strecke hier unten wieder dran machen und ich gehe auf ein paar Sachen ein, die ihr unbedingt geändert haben wolltet. Unter anderem stand in den Kommentaren, dass ich doch dieses Lidl-Schild ein bisschen höher setzen soll, sonst würde die Laterne es komplett verdecken. Dieses ist auf jeden Fall erstmal getan. Des Weiteren habe ich hier noch ein kleines Schild eingefügt, passend hier für die Sperrfläche, und man soll ja auch nicht unbedingt hier vor dem Eingang parken. Und ja, ihr seht, endlich, die Dänemark-Flagge hängt einfach jetzt richtig. Ja, und diese Geschichte hier hinten war natürlich auch schon längst überfällig. Der muss natürlich längst raus, der wäre zu breit, und es stimmt, es gibt so schöne 4 noppenbreite Fahrzeuge von Lego. Warum nicht ein Krankenwagen? Und ich sehe gerade, irgendwie passt das Taxi jetzt auch nicht mehr hierzu vom Größenverhältnis. Dann stellen wir doch lieber diesen kleinen Postwagen dazu, die 7731 von Lego. Wenn ihr das Video 112 gesehen habt, dann wisst ihr, wie ich hier diese ganze neue Stadterweiterung gestalten möchte. Ja, und eigentlich sollte hier ja der Jazzclub von Lego hin, nur ich finde, er passt gar nicht hier rein. Ja, erstmal von der Größe her und auch sonst vom Stil her nicht. Denn hier an dieser Stelle ist es alles selbst gemockt hier und deshalb passt das einfach nicht. Und deshalb muss ich ein bisschen anders hier strukturieren. Ja, das mit der Straße in den Berg war ja soweit klar, aber ihr seht, das hier hinten ist im Moment mein Steinelager. Und wie sollen wir hier weiterbauen? Das ist auch nicht so ganz einfach. Wir werden das irgendwie schon hinkriegen. Was wir auf jeden Fall machen, hier diesen angedeuteten kleinen See zur Wand hin. Das werden wir definitiv machen. Das heißt, wir werden hier bald mit dem Bachlauf, der schon über einige Meter, kann man fast sagen, geht, weitermachen. Und ich starte aber jetzt erstmal definitiv mit dem Untergrund weiter und dem ungefähren Bachverlauf, bevor wir dann hier die Transrapid-Strecke weiterführen. Der Untergrund ist jetzt erstmal soweit fertig. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen erhöht. Der Bachverlauf ist auch angedeutet und auch wo die Fundamente hinkommen, habe ich schon mal angedeutet und alles ausgemessen. Ja, war jetzt wieder einiges. Die Kabel habe ich hier verschwinden lassen wieder. Dieses Kabel von Light 6 müssen wir hier tatsächlich durch den Bach ziehen. Aber auch das ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Das kriege ich auf jeden Fall ohne Probleme hin. Jetzt heißt es erstmal die Fundamente machen und schon mal die Stütze hier und auch die Schiene, die weitere. Und was total genial ist, hier soll ja mal der Berg hin. Und was das Wunderbare ist, ihr seht hier einen angedeuteten Halbkreis von Lego-Schienen. Ja, es ist sensationell. Wir können hier quasi wie in einer Spirale hier immer höher laufen in den Berg bis nach oben hin, wo letztendlich dann natürlich auch mal meine Winterlandschaft entstehen soll. Ganz hoch oben auf dem Berg, also ganz hoch oben. Die Fundamente habe ich jetzt soweit einmal fertig. Die werde ich natürlich jetzt hier draufsetzen. Die können wir auch sofort jetzt einmal aufdrücken. Das ist überhaupt kein Problem. Einmal dieses und einmal dieses. Kann sein, dass ich die von innen noch mal ein bisschen auffüllen muss oder aber auch die Stütze unten verlängern muss. Das weiß ich jetzt noch nicht. Das sehen wir dann. Ich füge das ganze Ding hier einmal ganz locker erst einmal ein und wir sehen, ja, so ein bisschen müssen wir verlängern noch. Es biegt sich auch ein bisschen auseinander. Es ist noch nicht völlig austariert hier. Wenn wir jetzt mal diese Geschichte auch hier draufsetzen, Moment, andersrum. Das ist übrigens die Schiene mal wieder mit etlich vielen Teilen. Es war wieder wahnsinnig viel zu klemmen. So, und ihr seht, das passt hier vorne noch überhaupt nicht. Ich nehme euch mal kurz mit. Das liegt nicht hundertprozentig auf. Da muss ich noch richtig bei. Das kann ich euch aber jetzt nicht während des Bauens zeigen, weil ich direkt davor muss und genau austarieren muss. Ja, das ist übrigens mein Ständer hier für das Handy. Ja, jeder baut sich einen anders. Ich einen aus Lego. Stütze und Schiene sind jetzt soweit drin. Ich habe die auch hier richtig austariert. Ja, es ist richtig eine Ebene. Ich habe sogar eine Wasserwaage benutzt. Ja, und ich glaube, das können wir absolut so lassen. Was ich natürlich ganz gerne hätte jetzt, einmal hier nochmal mit dem Transrapid entlangfahren auf jeden Fall. Auch die Beleuchtung funktioniert hier. Ich mache es mal einmal eben kurz an. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Dann seht ihr, was hier alles beleuchtet ist. Und zwar habe ich hier den ganzen Fußweg hier entlang des Baches damit beleuchtet, bis hinten hin. Und sogar die große Lampe am Schrottplatz ist beleuchtet und das Firmenlogo da hinten. Das ist alles an diesem Strang erstmal soweit dran. Den führen wir dann natürlich noch weiter. So, der Transrapid ist jetzt erstmal an und ich werde ihn jetzt mal starten. Ich will nur hoffen, dass er gleich aus dem Berg wieder rauskommt.
Und das funktioniert ganz hervorragend. Genauso wie es sein sollte. Und vorsichtig. Stopp. Hat alles geklappt. Sensationell. Was auf jeden Fall noch gemacht wird in der nächsten Runde, dann ist hier die Ausgestaltung. Das heißt, den Wasseruntergrund, das Wasser, wir werden hier eine Brücke drüber zaubern, viel Begrünung. Mal gucken, ob hier noch ein Baum entstehen soll. Letztendlich ist es so, dass an dieser Stelle hier der Weg hier über eine Brücke geht. Hier entlang führt der Weg, hier entlang, bis hier irgendwann mal die Straße kommt, die in den Berg reinführt. Dann gehen wir weiter mit dem Fußweg hier entlang, bis wir dann irgendwann hier vorne wieder ankommen. Das ist das Ziel. Ja, das ist ein schöner Fußweg, ein schöner Rundgang. Und seid gespannt, wie es dann auch weitergeht hier mit dem Berg in einigen Folgen. Noch ist es nicht so weit. Wir haben noch so viel hier zu machen. Ihr seht, es ist eine Riesenfläche. Bis dahin müssen wir mindestens noch 2 Transrapidpfeiler machen. Dann müssen wir hier auch noch den ganzen See gestalten. Und ja, da ist viel zu klemmen. Und definitiv, was auch möglich ist in der nächsten Runde, hier tatsächlich am Graben mal wieder weitermachen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich wollte auch noch ein Maisfeld machen. Den Mais habe ich eigentlich fast schon fertig. Zumindest bin ich dabei. Also da müssen wir wirklich noch überlegen, wie es dann hier weitergeht. Aber das soll es für heute tatsächlich hier gewesen sein. Einmal ein bisschen weniger, aber es nützt nichts. Ich musste mich hier erst tatsächlich richtig strukturieren, wie ich hier weitermache. Und ich denke, das ist wichtig, nicht nur für mich, sondern für die Stadt und für euch auch, um das alles weiter gut zu verfolgen. Ja, und damit die Frage, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Ja, und wie es weitergeht, habe ich gerade erzählt. Und deshalb sage ich jetzt, bis dahin, tschüss.